Habt ihr Avatar 2, The Way of Water gesehen? Jeder, der den Film gesehen hat, wird von Tulkun, dem großen Fisch, beeindruckt und von der Intelligenz dieser Kreatur sehr bewegt sein. Als ich Tulkun in dem Film das erste Mal sah und hörte, wie er mit seinem Namen gerufen wurde, dachte ich sofort an das Buch Zhuangzi, wörtlich Meister Zhuang. Es handelt sich um den daoistischen Klassiker Das wahre Buch vom südlichen Blütenland, welcher ebenso bedeutend ist wie das Werk Dao De Jing, Klassiker vom Weg und der Wirkkraft von Lao Tse. Und ich dachte an den berühmten Fisch, der in den ersten Zeilen des Zhuangzi wie folgt beschrieben wird. Im dunklen Nordmeer lebt ein Fisch, der Kun genannt wird. Kun ist groß und niemand weiß, wie viele Meilen er lang ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Regisseur James Cameron das Buch Zhuangzi durchaus kannte und den Namen Kun daraus entlehnt hat, den er für seinen Film in Tulkun abgeändert hat, um sein riesiges ozeanisches Wesen zu benennen, welches er für den Planeten Pandora schuf. Und tatsächlich geht meines Erachtens nach die Verbindung zwischen Avatar und Zhuangzi bzw. der daoistischen Weisheit weit über eine Namensanleihe hinaus. Um was aber geht es in dem Buch Zhuangzi? Und welche Verbindungen gibt es zwischen den Ideen des Zhuangzi und denen des Films Avatar? Darüber möchte ich hier mit euch sprechen. Zhuangzi, ein chinesischer Philosoph und Dichter, einer der führenden Vertreter des daoistischen Denkens, soll im 3. bis 4. Jahrhundert vor Christus während der Zeit der streitenden Reiche gelebt haben. Sein Name war Zhuangzhou. Zi ist eine alte Ehrerbietung für einen Meister, weshalb Zhuangzi wörtlich Meister Zhuang bedeutet. Der Klassiker, der nur teilweise aus seiner Hand stammt und später von anderen zusammengestellt und kompiliert wurde, wird auch als Zhuangzi bezeichnet. Das Zhuangzi ist nicht nur ein wichtiges Werk des Daoismus, sondern hatte auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die chinesische Literatur, Poesie und Kunst, insbesondere aber die Landschaftsmalerei, Shanshui-Hua. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass man die spirituelle Welt der chinesischen Landschaftsmalerei und darüber hinaus sogar der gesamten chinesischen Kunst nicht wirklich betreten kann, ohne das Zhuangzi zu verstehen. Was für eine Persönlichkeit war jener Meister Zhuang eigentlich? Er liebte es außerordentlich, Geschichten zu erzählen und erlangte darin eine besondere Meisterschaft, ja Genialität. Oft erzählte er zuerst den Inhalt der Geschichte, bevor er dann auf den Sinn zu sprechen kam. Manchmal beließ er es gar einfach beim Erzählen der Geschichte und der Leser durfte dann den Sinn selbst erspüren und würdigen. Die Geschichten des Zhuangzi zeichnen sich stets durch Überraschung, Lebendigkeit, Spannung und Bedeutungsreichtum aus. Werfen wir nun einen Blick auf die erste Geschichte, die Zhuangzi zu Beginn von Buch 1, Wandern in Muße, Xiaoyaoyou, erzählt. Im dunklen Nordmeer lebt ein Fisch, der Kun genannt wird. Kun ist groß und niemand weiß, wie viele Meilen er lang ist. Er verwandelt sich in einen Vogel, der Peng genannt wird. Pengs Rücken ist breit und niemand weiß, wie viele Meilen er sich erstreckt. Schwingt er sich auf und fliegt durch die Lüfte, sind seine Flügel groß wie Wolken, die den Himmel bedecken. Ist die See bewegt, zieht der Vogel zum Südmeer. Das Südmeer ist die See des Himmels. In den Fabeln von Qi sind merkwürdige Geschichten aufgezeichnet. In ihnen heißt es: Wenn Peng zum Südmeer fliegt, schlagen die Wellen 3000 Meilen weit. Der Wirbelwind hebt ihn auf in eine Höhe von 90.000 Meilen. So fliegt er 6 Monate lang. Was für eine Story! Direkt am Anfang nimmt uns Zhuangzi aus der Welt der Menschen in die grenzenlosen Tiefen und dunklen Gewässer des Nordmeeres mit. Es gibt dort keine Menschen, nur einen Fisch von immenser Größe. Wie groß er ist? Man weiß nicht, wie viele Meilen er lang ist.
Das Raumempfinden wird rasant erweitert. Und dieser große Fisch, der Kun, will ein Vogel werden und sehnt sich danach, wie ein Vogel zu fliegen. Hua Wei Niao, sich in einen Vogel verwandeln. Beachtet das Wort Hua, Verwandlung. Es kann auch Evolution bedeuten, sodass die Zeile sich in einen Vogel verwandeln hier auch den Evolutionsprozess beschreiben könnte, durch den sich ein Fisch in einen Vogel verwandelt. Wir wissen heute, dass dies durchaus möglich ist. So könnte die Zeitspanne, die das Wort Hua umfasst, Hunderte von Millionen Jahren betragen. Auf diese Weise beginnt Zhuangzi mit einer erstaunlichen Ausdehnung von Raum und Zeit, die bis an die Grenzen unserer Vorstellungskraft reicht. Damit fordert er uns auf, aus unseren gewohnten Maßen und Sichtweisen herauszugehen, mit Kun und Peng durch den Kosmos zu schweben. Für ein philosophisches Buch ist ein solcher Auftakt wie der des Zhuangzi wirklich einzigartig. Habt ihr jemals ein philosophisches Buch, ob chinesisch oder westlich, gesehen, das einen solchen Anfang hat? Wenn euch ein Werk einfällt, könnt ihr es uns gerne in einem Kommentar nennen. Zhuangzis Schriften sind so prägnant und fantasievoll, dass es kein Wunder ist, dass er als Dichterphilosoph bezeichnet wird. Seine Ideen und sein Schreibstil haben nicht nur die chinesische Kultur, sondern zum Beispiel auch viele deutsche Schriftsteller und Philosophen tiefgreifend beeinflusst. Bertolt Brecht, Hermann Hesse, Martin Heidegger etc. Zurück zu der Geschichte, die Zhuangzi erzählt. Nachdem er uns in die Vision des riesigen Vogels Peng eingeführt hat und wir mit ihm in das Himmelsgewölbe aufgestiegen sind, stellt Zhuangzi uns vor die folgenden Fragen. Der Himmel wölbt sich blau darüber, aber aus der Perspektive von 90.000 Meilen Höhe gesehen, von dort, wo der Peng fliegt, ist mit seinen Augen gesehen die wahre Farbe des Himmels wirklich blau? Und ist die Tiefe des Universums wirklich unendlich? Drehen wir dann die Perspektive um und schauen mit Peng in Richtung Erde, sehen wir dann die Dinge so, wie wir sie gewöhnlich zu sehen pflegen, beziehungsweise behalten sie ihren üblichen Wert? Wenn wir dann aus 90.000 Meilen Höhe auf die Erde hinunterblicken, wie unbedeutend werden wir dann sein? Schuften und rennen, aber nur für Ruhm und Reichtum. Ist das der wirkliche Sinn unseres Seins? Wenn wir die Perspektive wechseln und die Dinge gemäß des Zhuangzi mit den Augen des Peng sehen, ändern sich mit der Betrachtungsweise auch unsere Gefühle. Aus der großen Distanz stellt sich die Frage nach dem Sinn des Seins natürlich neu. Die Infragestellung aller inhärenten Bedeutungen des Lebens ist das beste Geschenk, das uns dieser bedeutende Dichterphilosoph des alten Chinas, Zhuangzi, vor 2300 Jahren hinterlassen hat. Dieses Wechseln der Perspektive führt zu einer neuen Einsicht, was auch der Haupterzählstrategie der beiden Filmteile von Avatar entspricht. Der Regisseur James Cameron entführt uns zunächst auf den fernen Planeten Pandora, lässt uns Schritt für Schritt in die fantastische Welt der Na'vi eintauchen, lässt uns nach und nach deren Gefühle und Sichtweisen einnehmen. Dann wendet er sich wieder der menschlichen Rasse zu, deren plötzliches Auftauchen wir als Zuschauer aus der Perspektive der Na'vi erleben. Die technisch-technologische Zivilisation, auf die wir als Menschen auf dieser Erde immer so stolz sind, wird plötzlich aus unserer Sicht der Na'vi zu einem Störfaktor und gar zu einer existenziellen Bedrohung. Darüber hinaus empfinden wir das Auftauchen unserer Artgenossen als lächerlich und absurd. Uns wird immer bewusster, dass die scheinbar großartige interstellare Expansion von nichts anderem angetrieben zu werden scheint als von Angst und Gier. In seinem Buch Technik und Zeit weist der zeitgenössische französische Philosoph Bernhard Stiegler darauf hin, dass die Technik aufgrund menschlicher Unzulänglichkeit, der Schuld des Epimetheus, entstanden ist und dass man die Technik mit der Medizin zum Beispiel hinsichtlich ihrer Nebenwirkungen vergleichen kann.
Wenn wir uns aus der Perspektive der Na'vi von Pandora aus selbst betrachten, sind wir dann, die scheinbar mächtigen Menschen, die sich auf die Medizin verlassen, wirklich mächtig? Wirklich gesund? Die Verschiebung der Perspektive ist im Grunde genommen eine Verschiebung der Selbstidentität des Publikums. Lasst uns in diesem Sinne den Zhuangzi noch einmal genauer betrachten. Zhuangzi nutzt sein literarisches Genie, um uns weg von der Begrenztheit auf die Menschen und in die magische Welt der Artenvielfalt zu entführen. Genau vor diesem Hintergrund dieser Artenvielfalt nämlich verwandelt sich der riesige Fisch Kun in den ihm am Größe in nichts nachstehenden Vogel Peng. Peng, Nu Fei, Peng, der sich von stärkstem Willen erfasst bemüht zu fliegen. Es ist eine anschauliche Darstellung der Intuition und des Willens von Peng, sich in einen Vogel zu verwandeln, um sich aus dem Meer zu erheben. Später beschreibt Zhuangzi den Peng, wie er sich aus dem Meer in die Lüfte erhebt. Seine Flügel schwingend Wellen, 3000 Meilen weit entfachend, sich in Kreisen Stück für Stück in die Höhe windend, 90.000 Meilen hoch. Indem wir Zhuangzis Wörtern folgen, erleben wir, wie sich Peng aus dem Meer erhebt. Werden wir selbst zu Peng und breiten wie er unsere Flügel über 1000 Meilen weit aus, steigen 90.000 Meilen in die Himmelshöhe. Wir haben die Begrenzungen unserer menschlichen Körper und unsere falsch verstandene menschliche Identität abgelegt und sind mit Peng eins geworden. In seinem Film Avatar ermöglicht es James Cameron uns, seinem Hauptprotagonisten Jake Sully zu folgen, der zunächst die Technik der Verwandlung in einen Avatar benutzt, um sich aus seinem eigenen Körper zu befreien, der uns dann motiviert, durch seinen Eintauch in die Identität der Na'vis sowie deren reiche Kommunikationsformen auf Pandora, unsere beschränkte menschliche Denkweise und Identität abzulegen und uns für die reiche Erfahrungswelt der Na'vis vollständig zu öffnen. Jake folgend, die Drachen reitend, mit allen Arten von Lebewesen kommunizierend, empfinden wir großes Glück und Freiheit, eine Wiederfreilegung unseres eigentlichen menschlichen Wesens. Hier bieten uns Zhuangzi gleich wie James Cameron einen Fluchtweg aus der engen Identität des Selbst und zeigen uns, wie wir eine erweiterte Identität finden können, um dem zu entkommen, was Gilles Deleuze als das schwarze Loch der Subjektivität erkannt hat. Zhuangzi sagt, Zhiren Wuqi, der vollkommene Mensch befreit sich vom Selbst. Nicht, dass wir unser Selbst aufgeben sollten, ist hier gemeint, sondern wie wir die Grenzen auflösen können, die unser inhärentes Konzept des Selbst für uns als Illusion gezogen hat, und zu unserem eigentlichen Wesen zurückzukehren. Zurück zu einer ursprünglich ganzheitlichen Identität, die uns mit allem im Universum unmittelbar vereint. Nur so können wir unsere Fähigkeit wiedererlangen, mit allem im Himmel und auf Erden zu kommunizieren. Nur so können wir die Logik der Entwicklung der technischen Zivilisation von ihrer spirituellen Basis aus beeinflussen, um unseren lang gehegten Wunsch, unseren Planeten zu retten, zu verwirklichen. Nun, das war es, was wir über Zhuangzis Geschichte von Kun und Peng sagen wollten. Aber was meint Zhuangzi eigentlich, wenn er von seinem Hauptthema Xiaoyao in Muße wandern redet? Und welche interessanten Geschichten weiß er noch zu erzählen, um seinen Begriff von Xiaoyao darzulegen? Wir werden diesen Fragen in unserem Kubik Sino Channel nach und nach nachgehen und sie zu klären versuchen.